Ja, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich die Venue 2 Plus wieder auf dem Tisch. Ich möchte hier einen kleinen Akkutest machen mit der Uhr. Ich habe das Ganze ja auch schon mal für die Suunto 7 gemacht. Das verlinke ich euch einfach mal. Ich möchte einfach schauen, wie gut schlägt sich die Uhr gegenüber der Apple Watch. Die Apple Watch hält so, ja, roundabout einen Tag. Also wenn man jetzt wirklich da alles nutzt und auch Schlaftracking nutzen möchte, dann ist doch ein Tag eigentlich realistisch. Natürlich kann ich den Akku etwas verlängern, aber das kann ich bei der Venue 2 Plus auch. Daher habe ich bei der Venue 2 Plus auch alles eingeschaltet. Das heißt hier Always On und auch entsprechend hier Pulsoximeter an und Schlaftracking. Aber ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal an, wie das in der Praxis aussieht. Viel Spaß! Ja, dann kommen wir auch mal kurz zur Einstellung, wie wir das Ganze durchführen wollen. Ich mache das Ganze jetzt, wie gesagt, mit Always On, weil das ist ja das, was eigentlich dann mal interessant ist, wenn man das wirklich nutzen möchte. Dafür gehen wir jetzt einfach hier mal in die Systemeinstellungen hinein und dann gehen wir hier runter auf das Zahnrad und dann sehen wir auch schon, wenn wir ganz runter gehen, ist einmal das Batteriemanagementsystem. Hier kann ich jetzt zum Beispiel den Energiesparmodus einschalten, beziehungsweise ich kann mir auch die Sachen einstellen, wie ich das mir angezeigt lassen möchte. Wir gehen jetzt aber auf System, einfach hier rein und dann gibt es hier den Punkt Anzeige und ich werde das Ganze hier auf Helligkeit Mittel stehen lassen, weil zu dunkel möchte ich es auch nicht und zu hell ist es zu hell. Und ich werde das Ganze auch entsprechend hier automatisch einstellen lassen. Also es kann auch automatisch funktionieren. Wenn wir hier reingehen, sehen wir hier automatisch, das lasse ich jetzt auch so stehen. Und dann wird es die Uhr selber regulieren, wie das entsprechend ist. Während der Aktivität habe ich das Zeitlimit auf Mittel und habe die Geste an, weil ich das Always On jetzt nicht bei der Aktivität benötige, da ich jetzt nicht ständig auf die Uhr schaue, und die Empfindlichkeit hoch. Und bei der Allgemeinnutzung, das ist dann die Nutzung, die wir dann außerhalb der Aktivität haben, möchte ich dann tatsächlich hier mal das Always On nutzen. Und bei der Allgemeinnutzung, also das ist die Nutzung außerhalb der Aktivität, gehen wir mal rein, da lasse ich jetzt einfach das Zeitlimit auf immer ein. Also wir haben hier mehrere Optionen, einmal kurz, mittel, lang und immer ein. Ich möchte es einfach mal mit immer eintesten. Ich lasse die Geste jetzt mal an, dass dann die Beleuchtung sich anpasst und die Empfindlichkeit hoch. Und so werde ich das Ganze jetzt mal ausführen bzw. testen und dann sehen wir einfach mal, wie das Ganze sich dann entsprechend hier verhält. Zu dem Watchface muss ich noch sagen, ich nutze jetzt einfach mal aus Testgründen ein Garmin Standard Watchface. Also es ist kein animiertes, ein ganz normales. Das findet ihr auch ganz normal hier auf der Uhr. Ich werde jetzt hier kein externes testen, weil es ist oft auch so, dass externe Watchfaces zu höheren Akkuverbräuchen führen können, wenn das Watchface nicht optimiert ist, beziehungsweise es auf Daten zugreift und hier eine Dauerabfrage hat und es zu Problemen kommt. Zudem werde ich den Herzfrequenzsensor eingeschaltet lassen. Das heißt also, ich werde die Uhr ganz regulär nutzen, also die Body Battery etc. So, ich habe jetzt hier noch gerade ein paar Videos gedreht und ein Thumbnail versucht zu machen auf meinem Tisch, weil draußen schon dunkel ist. Genau, wir starten jetzt hier wir haben jetzt hier hinten kurz vor 21 Uhr und wir haben jetzt 99%. Ich habe euch gerade gezeigt, wie die Einstellungen sind. Und wir sagen hier Always On, 3 Tage sagt die Uhr. Das wären jetzt dann 2 Tage länger als die Apple Watch, beziehungsweise die Apple Watch gibt ja immer an, dass sie 2 Tage kann, knapp. Aber wie gesagt, ich habe jetzt hier nichts ausgeschaltet. So, wir haben jetzt 23:23 Uhr und es ist auch so, wenn man schlafen geht, dann geht die Uhr hier automatisch aus, beziehungsweise geht so ein Nicht-Stören-Modus hinein. Und wenn wir jetzt auf den Akkustand gucken, wir sind noch bei 97%. Und ich werde jetzt mal ins Bett gehen. Schauen wir mal, wie es morgen ist. Wie gesagt, der Pulsoximeter läuft die ganze Zeit durch. Und morgen früh schauen wir dann mal. Ich wünsche euch dann mal eine gute Nacht. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben jetzt 6:59 Uhr. Wir sehen einmal hier, der Pulsoximeter ist durchgelaufen. Das hat alles wunderbar funktioniert. Und die Schlafaufzeichnung war ebenfalls tätig. Ja, wenn wir jetzt schauen, wir haben jetzt 94%. 2 Tage Laufzeit. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es ist, wenn man den ganzen Tag arbeiten geht. Ich habe es, wie gesagt, das Always On an. Und dann schauen wir einfach mal heute Abend, wie es aussieht. So, der Arbeitstag ist jetzt rum. Wie ihr seht, ich gehe jetzt hier ein Workout machen. Und wir haben jetzt hier kurz vor 8:30. Also genau genommen haben wir 20:30 Uhr sogar. Und wir sehen jetzt hier einen Akkustand von 71%. Und ich nutze heute das erste Mal den ANT Brustgurt. Und dann gehen wir jetzt einfach hier los. Und dann sehen wir auch schon Herzfrequenz verbunden. Und dann laufe ich mal los und dann schauen wir mal, wie viel ich laufe und wie weit wir kommen und was dann der Akkustand ist. Ja, und wie ihr seht, ich habe auch nicht dauerhaftes Display an. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier die Uhr schwenke, dann kriege ich sie angezeigt. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal los, dann schauen wir mal, was am Schluss rauskommt. So, ich habe jetzt meinen Workout beendet. Ich habe einen Grundlagenlauf gemacht, also wirklich sehr langsam. Kleine Intervalle, Stride-Trainingsplan. Und wir sehen jetzt hier, 44 Minuten hat es gedauert, 6,3 Kilometer. Dann stoppen wir das Ganze mal und schauen, was die Daten sagen. So, Aktivität wird gespeichert. Und jetzt wird es auch direkt schon Garmin Connect synchronisiert. Und dann sehen wir hier auch schon mal die Distanz. So, Live-Track wurde beendet. Die Uhr unterstützt ja auch Live-Track. Und jetzt sehen wir hier die Herzfrequenz, die ich hatte. Die Strecke, die ich gelaufen bin.
und der Akkustand ist bei 67%. Ja, würde ich sagen, gehen wir gleich ins Bett und nochmal einen Tag und dann schauen wir mal einfach, wie sich das weiterentwickelt. Ja, jetzt kommen wir quasi zum letzten Test, weil der Akku ist jetzt fast leer. 10 Kilometer soll ich laufen, Grundlagenausdauer über eine Stunde. Ja, ich habe jetzt hier 13% Akku. Ja, ich teste es mal aus und schaue einfach mal, ob die Uhr das dann entsprechend schaffen wird. Dann würde ich mal sagen, 5 Stunden Akku steht hier oben ja. Und ich habe auch wieder den Brustgurt dran und dann laufen wir mal los. Ich habe jetzt hier 10,69 Kilometer, 1 Stunde 13, 6,53er Pace. Da sieht man ganz genau, wo ich wieder gefilmt habe. Hier sieht man einen Streckenverlauf, den ich gelaufen bin. Und ich verstehe nicht, warum die Uhr keine Navigation kann, weil man sieht ja eindeutig, dass der Streckenverlauf hier angezeigt wird. Man könnte locker, flockig eine Strichnavigation einfügen. Rein durch Software beschränkt, finde ich nicht gut. Aber ist ein anderes Thema. So, dann gehen wir mal gucken, was der Akku macht. So, und der Akkustand ist noch bei 7%. Also, und es war kein Always On, wie gesagt. Ich mache das bei einer Aktivität immer aus, weil mich das stört. Und immer wenn ich halt die Uhr drehe, dann kommt es aber direkt schon angezeigt. Von daher ist es jetzt auch nicht schlimm. Gut, dann laufe ich jetzt mal nach Hause und stecke das Ding mal in die Steckdose, weil 7% wird es dann nicht mehr erleben den ganzen Tag. Zumindest nicht mit Schlaftracking. So, dann werden wir das Ganze mal laden. Ich bin jetzt noch ein Stück heimgelaufen. Es sind nur 7%, die wir haben. Und ich nehme jetzt hier meine Ladebuchse, die ich immer habe. Ich habe immer dieses, wo ich jetzt draufstellen kann. Ich verlinke euch das Ganze mal in der Videobeschreibung. So, dann sehen wir jetzt 7%. So, 19:17 Uhr, also ich habe es ein bisschen einen Spot verpasst. Es war schon ein bisschen früher, 100%. Also auch die Aufladung geht schnell. Es war jetzt unter einer Stunde, war das Ganze entsprechend aufgeladen. Dann nochmal kurz zum Nachweis. Sehen wir jetzt auch hier Pulsoximeter, der ist die ganze Zeit gelaufen. Ja, was die Akkulaufzeit angeht, bin ich für der Venue 2 Plus doch wirklich sehr, sehr zufrieden. Ich habe jetzt, wie gesagt, immer Always On angehabt. Im Vergleich zu der Apple Watch, die musste ich in der Zeit 3-mal laden. Von daher wirklich top. Auch, dass ich Workouts gemacht habe, 2 Stück, die ja um eine Stunde waren, hat die Akkulaufzeit jetzt nicht massiv reduziert, also wirklich sehr zufriedenstellend. Das heißt, ihr könnt hier auch tatsächlich, wenn ihr jetzt ja mal wandern geht oder lange unterwegs seid, müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass euch irgendwann die Luft ausgeht. Mammutmarsch wäre vielleicht jetzt nicht möglich, aber für eine Tagestour ist hier auf jeden Fall kein Problem. Bei einer Apple Watch kommt es je nachdem, wie die Tagestour ist, da hier schon zu Schwierigkeiten. Wenn euch das Thema Venue 2 Plus interessiert, ich habe hier noch einige andere Videos gemacht. Einmal habe ich hier ein Review zu Venue 2 Plus, da erkläre ich ein bisschen so die Einstellung, was es gibt. Dann habe ich eine Playlist zu Garmin, da könnt ihr mal schauen, da sind auch noch andere Venue 2 Plus Videos dabei. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid, ich habe hier eine Playlist gerade ja für Leute, die neu auf dem Kanal sind, da könnt ihr euch mal einen kleinen Eindruck geben, was mein Kanal alles so zu bieten hat. Wenn dir das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich hier wieder auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, tschüss, bis zum nächsten Mal.